Herzlich willkommen. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer weiteren Veranstaltung unseres Global Business Impact Summits. Heute das Thema Adonis und der SAP Solution Manager. Und dafür habe ich unseren Gast eingeladen, Herrn Michael Schönemann. Der arbeitet bei der Haber Family Group und betreut hier das Thema. Und im Großen und Ganzen geht es darum, dass wir uns das Thema aus dem Blickwinkel eines prozessgetriebenen Testmanagements anschauen und eben hier einen Erfahrungsbericht geben, wie das Ganze aufzubauen ist, funktioniert und am Ende auch umzusetzen ist, eben auf SAP und Adonis-Seite. Und Herr Schönemann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und wir freuen uns auf einen spannenden Erfahrungsbericht von Ihnen. Nochmal herzlichen Dank für die Einladung von meiner Seite aus, beziehungsweise von der Haber Family Group aus. Das Thema haben Sie ja gerade schon erläutert. Ich möchte kurz einen Einblick über das momentane Projekt prozessgetriebenes Testmanagement geben. Es ist hier so zu verstehen, dass wir quasi mittendrin in der Projektierung sind. Das heißt, es ist noch nicht abgeschlossen und das sollte einfach mal als kleiner Erfahrungsausblick dienen. Kurz zu meiner Person, also mein Name ist Michael Schönemann. Ich bin jetzt in der Haber Family Group seit ziemlich genau 13 Jahren. Meine Rolle im Unternehmen ist die des Head of Operational Excellence. Man kann sich das so vorstellen, dass ich quasi die Leitung der internen Managementsysteme innehabe. Im Vorwege bin ich da eben für das gesamtheitliche Prozessmanagement zuständig, auch für den Aufbau der Prozesslandkarte der Haber Family Group. Das war auch eben der erste Berührungspunkt mit der BOC. Des Weiteren bin ich eben dafür da, diese ganzen End-to-End-Sichten im unternehmerischen Gesamtkontext mit dem Ziel, diesen maximalen Kundenzentrismus hervorzurufen, in die Organisation zu treiben. Also bei uns ist es letztendlich so gewesen, dass wir sehr, sehr silohaft gedacht haben. Also wir haben viele starke Einzelmarken gehabt und haben in den letzten Jahren quasi unsere Unternehmung als Family Group tatsächlich fusioniert. Mit der BOC arbeite ich jetzt, glaube ich, schon seit mehreren Jahren zusammen und genau. Vielleicht noch mal ein kurzer Anriss zur Haber Family Group. Prinzipiell, wir verstehen uns so, dass wir die Familie für Familien sind. Deswegen auch der Name Haber Family Group. Also wir haben quasi für jeden Bereich der Familie vom Aufstehen bis zum Gute-Nacht-Sagen letztendlich ein Produkt im Portfolio oder eine Dienstleistung, die diesem Anspruch gerecht wird. Ein paar Zahlen und Daten zur Haber Family Group. Wir sind ein international tätiges Familienunternehmen im Sitz im oberfränkischen Bad Rodach. Die nächstgrößere Stadt ist Coburg und Bamberg, nur dass man sich so ein bisschen auf der Landkarte in Deutschland vorstellen kann. Die Gründung ist vor über 80 Jahren gewesen und mittlerweile sind wir eben weltweit über 2000 Mitarbeiter und wir verstehen uns als Wegbereiter und Wegbegleiter für die Familien und vor allem auch für öffentliche und private Einrichtungen, also Schule, Kindergärten und all dem, was dazugehört. Unser Motto ist, das ganze Thema analoge und digitale Produkte zum Wiedervererben. Also bei uns steht vor allem auch die Prozess- und die Produktqualität für unsere Kunden im Vordergrund. Unter der Haber Family Group können sich die meisten noch nicht ganz so viel vorstellen. Wenn man dann vielleicht unsere starken Einzelmarken sieht, wird das Bild schon ein bisschen klarer. Wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Wir haben einmal die Marken für den Familienalltag. Also hier steht tatsächlich die Familie, vor allem auch die private Familie mit ihren Kindern im Mittelpunkt. Unsere Stärke Spielwarenmarke ist da eben Haber als Einzelmarke. Also das ist wirklich klassisch Holzspielzeug. Viele haben wahrscheinlich auch den Obstgarten oder die Kugelbahn als solches, als unsere Bestseller schlechthin, schon mal in der Hand gehabt. Jacoo ist quasi der Online-Händler. Hier ist vor allem der Bereich Fashion, also Kinderkleidung bis hin zu nützlicher Alltagshelfer im Sortimentsmittelpunkt. Und Fitz ist so das ganze Thema Teenager bzw. Fast Teenager im Alter bekleiden, also Funktionsmode, Rucksäcke und all dem, was dazugehört, eben zu dem Punkt erwachsen werden. Unsere weiteren Marken sind vor allem die Marken für die Bildung und Entwicklung. Hier ist der stärkste Part eben Wehrfritz. Also Wehrfritz ist, glaube ich, auch mit über 70% Marktführer im deutschsprachigen Raum, was diese ganze Möbelausstattung im Elementarbereich angeht. Vor allen Dingen Kindergärten, also in vielen Kindergärten im deutschsprachigen Raum stehen eben unsere Möbel. Das Pardon dazu ist die Firma Projekt. Hier widmen wir uns vor allem im Möbelbereich der Schulen. Also Schule und Kindergarten haben eben unterschiedliche Anforderungen und daher auch diese getrennten Marken. Aber Education
beschäftigt sich mit dem ganzen Thema Pädagogik. Wie kann ich analoge Pädagogik dem Kind beibringen? Wie kann ich eben auch pädagogisch wertvolle Produkte generieren, um letztendlich dem Kind durch Spielen gewisse Dinge zu erlernen? Dazu das Pardon ist das Thema Haber Digitalwerkstatt. Hier beschäftigen wir uns eben auch neben der analogen Welt dem Kind auch die digitale Welt spielerisch beizubringen. Also wir haben verschiedene Haber Digitalwerkstätten, wo ganze Schulklassen sich eben einbuchen können und sich mit dem ganzen Thema der digitalen Welt widmen können. Hier kann man beispielsweise eine App spielerisch programmieren und die einfachsten Dinge eben in der Programmiersprache über die Haber Digitalwerkstatt eben erlernen. Vielleicht noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu Haber Family Group. Unser Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2020, der lag bei 356 Millionen. Darunter habe ich jetzt nochmal aufgeschlüsselt, wie sich unser Umsatz letztendlich zusammenstellt. Also das spricht dann letztendlich auch wieder in den eben bereits vorgestellten Marken, also Möbel und Ausstattung, vor allem das Wehrfritz-Geschäft. Das liegt eben bei gut einem Drittel. Danach kommt Kleidung, da ist vor allem Jakko ganz, ganz stark mit 28% und Spielwaren, das ist eben die bekannte Marke Haber mit knapp 22%. So einfach, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie verteilt sich denn auch unser Umsatz auf die eben bereits genannten Marken. Und dann nochmal die Kundensicht, wenn wir die nochmal uns anschauen. Also wir bedienen momentan knapp 44% Endverbraucher, dicht gefolgt von den Bildungseinrichtungen mit knapp 34%. Und danach kommt das ganze Professional-Geschäft, also der Spielwarenfachhandel bis hin zu Geschäftskunden. Ein Geschäftskunde könnte beispielsweise ein Hotelier sein, der eine Indoor-Spielwelt von Wehrfritz haben möchte, um letztendlich seinen Gästen im Hotel ein weiteres Indoor-Spielangebot zu unterbreiten. Im Jahr 2020 waren wir knapp 2030, oder waren wir ziemlich genau 2030 Mitarbeitern. Bei uns im Unternehmen ist es sogar so, dass wir mehr Frauen als Männer haben. Wir haben derzeit 72 Auszubildende und eine durchschnittliche Betriebszugehörigkeit von 12 Jahren. Das mal so als Zahlen, Daten, Fakten zur Haber Family Group. So, vielleicht noch mal zum eigentlichen Thema. Im Vorwege haben wir darüber gesprochen, dass wir euch mal oder ich euch mal näher bringen will, wie haben wir das ganze Thema eigentlich gewuppt? Also wie sind wir sozusagen über die Prozesslandkarte zu dem Solution Manager gekommen? Das war im Vorwege gar nicht klar, dass wir das so tun, sondern es waren mehr oder weniger mehrere Etappen, die wir nicht vorweg geplant hatten, wie es eigentlich weitergehen soll, sondern wir haben einfach mal mit einer Etappe begonnen und haben während der Etappe uns entschieden, wie wir eigentlich weitermachen. Das erste Thema, was uns letztendlich auch zur BOC geführt hat, war das ganze Thema überhaupt mal eine Prozesslandkarte zu definieren. Bei uns war es eben so, aufgrund dessen, dass wir früher noch eigenständige Firmen waren, beispielsweise die Habermas GmbH oder die Wehrfritz GmbH, hatten wir sehr, sehr viele unterschiedliche Prozesslandkarten. Mit der Transformation sind wir zur Haber Family Group gewachsen und es gab keine eigenständigen rechtlichen Einheiten mehr in diesem Sinne, sondern wir wollten uns als großes Ganze, als Familie verstehen, die letztendlich zum Kunden hin nur noch ihre Marken präsentiert, aber intern die Synergien letztendlich nutzen kann. Das war eigentlich unsere erste wirklich große Herausforderung, aus diesen 7 bestehenden Prozesslandkarten eine allgemeingültige Prozesslandkarte zu definieren. Das war damals der erste Schritt mit der BOC zusammen, überhaupt mal zu überlegen, was ist denn eigentlich der gemeinsame Nenner aller Marken? Weil diese Marken sind natürlich auch stark unterschiedlich. Wir bedienen nahezu alle Business-Felder, die man so kennt, also B2G, B2C und B2B. Das heißt, wir haben unterschiedliche Prozessvarianten und das war eben wirklich eine große Anstrengung, wo wir auch am Ende des Tages sehr froh waren, dass die BOC da architektonisch mitgeholfen hat, um eine allgemeingültige Prozesslandkarte erstmal zu definieren, die auch für alle Marken stimmt. Auch hier war so die Phase der Erkenntnis, es gibt bei der Definition einer Prozesslandkarte kein richtig oder falsch. Am Ende des Tages muss man sich einfach für einen Weg einigen und den konsequent dann gehen. Als wir zumindest unsere Architektur, ich würde die nachher auch nochmal einblenden, fertig hatten, sind wir wirklich mal an das Thema gegangen, okay, welche Geschäftsprozesse haben wir eigentlich? Was läuft bei uns intern ab, dass wir einen Kunden bedienen können? Das hat mündlich, konnte das einem jeder erklären, der eine Mitarbeiter ausführlicher, der andere weniger ausführlicher, aber es war eigentlich nirgendwo niedergeschrieben. Und das war so unser interner Anreiz, einfach mal zu sagen, Mensch,
lasst uns doch mal von all diesen Köchen, die wir hier in der Unternehmung haben, die Rezepte sammeln und dann die Rezepte mal miteinander abgleichen, um mal wirklich zu schauen, wie sieht das große, ganze Haber Family Group Kochbuch am Ende des Tages aus. Also für mich, ich sage immer, das Prozessmanagement ist für mich wie Kochen. Ich beschreibe Rezepte, dass sie letztendlich ein anderer, ein Dritter nachkochen kann und am Ende des Tages auch genauso gut schmecken. In dieser Phase haben wir uns wirklich damit beschäftigt, diese ganzen Prozesslandkartenhüllen, die wir in der ersten Phase definiert haben, mal mit Leben zu füllen. Als wir das hatten, kam dann eben die Entscheidung der Geschäftsführung dazu, okay, wir werden eine ganzheitliche ERP-Einführung starten, dass wir quasi in den Marken alle auf demselben ERP-System arbeiten. Da gab es auch eine längere Evaluierungsphase. Wir haben uns da letztendlich für SAP entschieden. Und mit dem Start des SAP-Projektes haben wir auch erstmal gemerkt, was wir eigentlich für eine Beauty bzw. für einen Benefit in der ERP-Einführung haben, weil wir eben im Vorwege die Prozesslandkarte und vor allen Dingen auch unsere Hauptgeschäftsprozesse modelliert haben. Also auch unser Implementierungspartner hatte ohne Anstrengungen, hatte die Möglichkeit, ohne große Anstrengungen eben zu verstehen, wer wir sind. Und das nicht nur aus den Marken und aus den Steckbriefen heraus, sondern aus unserer Ablauforganisation heraus. Was haben wir für Kernprozesse? Über die Kernprozesse konnte dann auch das ein oder andere richtige SAP-Modul angewählt werden. Das heißt, wir wussten eigentlich, welche Tools oder Anwendungen aus der SAP-Bibliothek für uns die richtigen sind. Mit Fortlauf des Projektes hat man dann sich eben die Frage gestellt, oder bei uns intern haben wir uns häufig die Frage gestellt, wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben jetzt ein SAP-Projekt, was uns noch mehrere Jahre begleiten wird. Wir haben eine gut ausgeprägte Prozesslandkarte, welche gut definierte Geschäftsprozesse enthält. Und was können wir jetzt noch mehr nutzen, um letztendlich das Projekt durch unser Geschäftsprozessmanagement noch mehr zu beflügeln? Wir haben uns dort mehrere unterschiedliche Lösungen angeschaut und sind dann eben zum Entschluss gekommen, das ganze Thema Adonis noch mit dem SAP Solution Manager zu koppeln, um letztendlich noch mehr Nutzen aus den bereits modellierten Geschäftsprozessen, die wir sowieso schon hatten oder beziehungsweise zum Teil hatten, nachzunutzen. Und das ist eben so daraus dann entstanden, dass wir sagen, okay, wir werden ein prozessgetriebenes Testmanagement einführen, dass wir die Prozesse, die wir bereits modelliert haben, dafür nutzen, um unsere Testfälle zu generieren. Um letztendlich auch nicht mehr uns die Frage stellen zu müssen, welche Testfälle haben wir überhaupt, was muss letztendlich getestet werden. Und das war so unser Credo, zu sagen, okay, wir tun das jetzt so. Und das möchte ich dann auch nochmal an einem Beispiel erläutern. Next Steps ist es, wie gesagt, diese prozessbasierten Testfälle herauszuarbeiten. 1, 2 Beispiele zeige ich, um letztendlich dann diesen SAP Go Live so gut wie möglich über die Bühne zu bringen, um dann nach dem neuen Motto Start New Work auch arbeiten zu können. Vielleicht zur eben erwähnten Prozessstruktur. Also bei uns ist der Name Prozesspyramide mittlerweile in der Haber Family Group geläufiger. Wir haben uns wirklich initial mal die Frage gestellt, wie wollen wir überhaupt etwas darstellen? Also wir haben seinerzeit vor etlichen Jahren schon Adonis Classic eingeführt, also das ist der Vorgänger von Adonis NP, und haben wirklich einfach mal diese Funktion des Modellierens hergenommen und haben Prozessmodelle ohne Ende modelliert. Das Problem war aber, dass diese Prozessmodelle keiner Struktur gefolgt haben. Wir hatten ganz viele Prozessmodelle, die haben einfach flach in der Hierarchie in gewissen Ordnern gelegt. Sie waren aber nicht verknüpft zueinander und wir haben keine Elemente gehabt, dass ein Prozess auf den anderen verwiesen hat. Und somit kann man sich eigentlich das Ergebnis vorstellen, war das innerhalb kürzester Zeit extrem unübersichtlich. So ähnlich, als hätte ich Tausende von Stadtplänen in meiner Schublade, welche noch nicht mal nach Ländern, Bundesländern oder sonstigen Regionen der Welt geordnet sind. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Unser erstes Großprojekt mit der BOC bzw. mit Adonis zusammen war einfach mal Strukturelemente festzulegen. So ähnlich wie bei Google Earth. Wir haben wirklich mal dargestellt, wir haben eine Welt, das ist unsere Prozesslandkarte, die beschreibt erstmal, wir sind erstmal auf der Erde unterwegs. Und dann haben wir uns von diesem Hauptstrukturelement weiter nach unten gearbeitet und haben Stück für Stück Ländergrenzen definiert, Start- und Endpunkte vergeben, die Charakteristik der Ebene festgelegt. Auf welcher Ebene modelliere ich denn überhaupt? Was ist ein Teilprozess? Was ist eine Arbeitsebene? Unser Anspruch war einfach zu sagen, okay, auf der Ebene 0, 1 und 2 muss jeder sich auf Englisch Guten Morgen sagen können. Was meine ich damit? Diese Ebenen muss jeder bei uns verstehen. Die letzte Ebene 3, diese funktionale Sicht,
Das ist letztendlich die Sicht, mit der Mitarbeiter unterwegs ist. Das ist die Arbeitsebene, die die tatsächlichen Inhalte darstellt, welche die jeweilige Rolle für sein Daily Business benötigt. Was war eigentlich der Riesenvorteil, auch wenn es wirklich ein Kraftakt war? Dadurch konnte jeder seinen Detaillierungsgrad, wieder mein Beispiel zu Google Earth, selber wählen, wie viel Informationen möchte ich zu einem Prozess haben, aber wie viel möchte ich beispielsweise auch nicht sehen. Ein Management zum Beispiel interessiert vielleicht nur die Ebene 1, weil sie in kürzester Zeit einen Grobüberblick über alle Geschäftsprozesse und dessen Prozessowner haben möchte. Den Mitarbeiter wiederum reicht es einfach nicht. Es reicht ihm nicht, wenn er nur weiß, wie die Deutschlandgrenzen sind, wenn er sich eben am Beispiel von uns den ganzen Tag nur in Bad Rodach aufhält. Er möchte sehr wohl wissen, was sind die Fußwege, wo sind die Geschäfte, wo kann ich noch mehr Informationen abholen, letztendlich für den Teil, den ich auch gerade benötige. Vielleicht noch mal kurz zur Ebene 4. Wir haben neben Adonis auch das Produkt AdoIT aus dem Hause BOC im Einsatz, weil wir ganz schnell gemerkt haben, neben der Ablauforganisation, die jetzt meiner Meinung nach gut in den Ebenen organisiert ist, wollten wir auch das ganze Thema der IT-Prozesse und der Datenstrukturen unterbringen. Bedeutet, wir wollten eben auch am Ende des Tages wissen, welcher Teilprozess oder Geschäftsprozess wird denn von welchen IT-Anwendungen supportet. Beispielsweise, um bei einem möglichen End-of-Life-Szenario auch zu wissen, welche Geschäftsprozesse sind davon betroffen. Und über die Geschäftsprozesse sind wir dann eben auch in der Lage zu wissen, welche Rollen sind damit, beschäftigen sich momentan mit den Prozessen, und über das Personen-Rollen-Matching können wir am Ende des Tages auch sagen, hey, mit welchen Mitarbeitern müssen wir eigentlich sprechen? Wer ist davon gänzlich betroffen? Das war bei uns vorher oftmals starke Analysen notwendig mit hohem Aufwand, und in diesen Teilen, wo diese Prozesspyramide schon gänzlich so ausgearbeitet ist, wie ich jetzt das eben erzähle, passiert das jetzt mittlerweile auf Knopfdruck, und wir haben zumindest mal ein Big Picture der Transparenz. Das als kurzer Abriss zu unserer Prozesspyramide. Jetzt diese Prozesslandkarte der Haber Family Group aus. Also ich habe jetzt einfach mal einen Screenshot hart aus unserer Landingpage vom Adonis genommen. Das heißt, jeder, der im Adonis Organisationsportal sich anmeldet, also das Organisationsportal ist ja letztendlich das oder die Sicht, die jeder Mitarbeiter ohne größere Rechte bei uns sehen kann. Das heißt, er hat erstmal die Möglichkeit, sich alle Informationen, die er möchte, einzuholen. Wir haben es ganz klassisch sortiert nach Managementprozessen, Kernprozessen und Supportprozessen, wobei auch hier ich wieder sagen muss, die Diskussion über die richtige Sortierung der Ebenen und richtigen Darstellungsweise, die kann man bis ins Unendliche führen, aber auch hier gilt es wieder, man muss sich einfach für etwas einigen oder auf etwas einigen. Nur noch mal kurz zur Erklärung, das ist eben jetzt unsere Ebene 0, wenn man es an der Prozesspyramide noch mal festmachen möchte. Zu den Kernprozessen, das sind jetzt eben diese 4 Prozesse, die tatsächlich bei uns in der Unternehmung ablaufen, unabhängig von der Marke. Das heißt, wir haben einen klassischen Make-to-Stock-Prozess, also Lagerfertigung, wir haben einen Make-to-Order-Prozess, das ist vor allem die kundenauftragsbezogene Fertigung, wir haben einen Engineer-to-Order, das sind Dinge, die quasi erst nach Kundenanfrage für unseren Kunden entwickelt werden. Das heißt, es sind Dinge, die wir gar nicht so im Standardportfolio haben. Und das ganze Thema Product Lifecycle Management, das ist eben dieses klassische Produktmanagement, Produkteinführung, Ein-Auslaufsteuerung etc. Und das war für uns wirklich ein ganz wichtiger Meilenstein, erstmal festzustellen, ja, wir haben mehrere unterschiedliche Marken. Ja, diese Marken haben unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Sales Channels und was auch immer. Aber sie haben eine Gemeinsamkeit, und das sind diese 4 Prozesse und die dazugehörigen Management- und Supportprozesse. Das war wirklich eine Mammutaufgabe, das für uns erstmal so herauszuschreiben, dass wir auch damit leben konnten, dass wir auch wirklich jede Identität der Marke und dessen Abläufe inklusive der Prozessvarianten auch abgebildet haben. Man kann sich vorstellen, vorher waren das, wie gesagt, mehrere einzelne Prozesslandkarten je Marke, dass hier ein Haufen Aufwand drin steckt, um letztendlich aus diesen einzelmarkengetriebenen Prozesslandkarten eine Prozesslandkarte der Haber Family Group zu machen, womit sich auch noch jeder Mitarbeiter ein Stück weit identifizieren kann. Ja, als wir, wie gesagt, jetzt nochmal an unser Phasenmodell zurückgedacht, an dem Punkt waren, okay, Prozessstruktur steht, unsere Prozesslandkarte bildet jetzt die Haber Family Group ab und nicht mehr einzeln für sich alleinstehende Marken, kam das Thema ERP-Einführung mit ans Board. Mit der ERP-Einführung, wie gesagt, die Frage, wie können wir durch Adonis und unsere bestehende Prozessstruktur das ERP-Projekt, sprich die SAP-Einführung, mit supporten. Wir sind dann auf den Solution Manager bzw. auf das Thema Testmanagement gekommen.
Es ist ja nur ein Thema von vielen, was der SAP Solution Manager als solches abdecken kann, und haben eben uns dann die Frage gestellt, welches Projekt müssen wir jetzt starten, um das Testmanagement bestmöglich zu supporten. Wir haben uns dann erstmal beide Tools hergenommen, sprich Adonis und den SAP Solution Manager, und haben auch hier wieder nach der kleinsten Gemeinsamkeit gesucht. Was ist denn eigentlich der Schnittpunkt oder die Funktionalität, die beide gleich innehaben? Und das ist eben auch hier wieder der Schlüssel zum Erfolg, eine gleiche Prozessstruktur gewesen. Das heißt, wir wussten, der SAP Solution Manager, der kann Testfälle generieren, Inzidenz darstellen, Veränderungen, Anforderungen clustern, Konfiguration managen etc. Und beim Adonis, wie gehabt, wir wussten, da gibt es Prozessdiagramme, Kennzahlen, wir haben verschiedene Sichten und Portfolios, die ich mir erstellen kann. Aber beide haben die Prozessstruktur als Gemeinsamkeit. Das war eben unser Schlüssel, womit wir gesagt haben, okay, wir folgen jetzt erstmal ganz klassisch diesen 3 Ebenen. Also das ist jetzt unser Ebenenmanagement aus Adonis plus den darauf folgenden Ebenenmanagement, was letztendlich vordefiniert ist vom Solution Manager, und transferieren dann hiermit erstmal die Inhalte aus der SAP-Bibliothek zum Adonis und vom Adonis unsere Geschäftsprozessarchitektur, die in einer ganz bestimmten Ordnung folgt, in die SAP-Bibliothek. Das hört sich jetzt alles sehr, sehr einfach an. Am Ende des Tages war es das natürlich nicht. Also wir hatten hier eine grundsätzliche Herausforderung bei der ganzen Konfiguration und Integration, erstmal grundsätzlich die Systeme zum Kommunizieren zu bringen. Wir sind hier auch noch nicht am Ende. Wir konnten das jetzt nur bei gewissen einzelnen Fällen testen, aber zumindest ist es jetzt so, dass ein Ende in Sicht ist und auch dann tatsächlich die Integration erfolgen kann. Das ist schon mal für mich ganz persönlich ein wichtiger Punkt gewesen, dass man sagen kann, okay, man sieht auch Licht am Ende des Tunnels und wir können auch jetzt unsere gedachte Reise eben auch fortsetzen. Was hier auch eben wichtig war, dass diese Prozessstruktur nach Business und dem Soulman, was vorgegeben ist, das muss im Einklang stehen. Wir hatten ja im Grunde genommen auch sehr, sehr viel Glück, dass unsere Prozessstruktur, die wir vor Einsatz des SAP Solution Manager schon sehr, sehr deckungsgleich zu der Logik des Soulmans waren. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich hier noch größere Aufwände gehabt, um gänzlich unsere Prozesslandkarte neu zu strukturieren. Bei uns war es ein bisschen Glück, dass die Gemeinsamkeiten der Struktur größer waren als die Unterschiede. Was man auch hier wirklich noch was sagen muss, die Unterstützung seitens BOC, also alleine bei dem Thema Prozesspyramide, Prozessstruktur in Adonis, das war wirklich super, dass wir da die Ebenendiskussion auch mit jemandem führen konnten, der das schon mal implementiert hat und auch verstanden hat, dass wir ein Stück weit besonders sind, weil wir einfach so viele unterschiedliche Marken innehaben. Wir sind weder ein klassischer Händler noch ein Produzent. Unser Inhaber sagt immer, wir sind ein guter Gemischtwarenladen, und das war eben auch die große Herausforderung. Da hat die BOC wirklich einen super Job gemacht und jetzt auch bei dem nächsten Schritt letztendlich auch diese ganze Anbindung des Solution Manager und die Integration in Adonis voranzutreiben. Da passt es auch. Da haben wir den entsprechenden technischen Support, um letztendlich auch diese Mammutaufgabe voranzutreiben. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel mit reingenommen aus der Adonis-Umgebung. Wenn man jetzt oben mal sich anschaut, da ist immer so eine kleine Pyramide, die führt einen durchs ganze Adonis. Also wir wären jetzt hier in der Ebene 3, das ist sozusagen die Ebene, die die Arbeitsebene darstellt, also die Schritte des Prozesses sehr, sehr ausführlich. Ich habe jetzt mal das Beispiel einer manuellen Bestellabwicklung genommen. Ja, auch bei uns gibt es noch manuelle Prozesse, auch wenn wir gerade eine ERP-Software einführen. Vielleicht dazu, also das ist ein klassisches Prozessmodell aus dem Adonis heraus, ganz klar mit Start- und Endpunkte und verschiedenen Tasks, die eben dazwischen ablaufen müssen, um letztendlich eine manuelle Bestellabwicklung durchzuführen. Ich habe jetzt mal die ersten Schritt genommen, die heißt bei uns, öffne die App Bestellanforderungen, und wir haben jetzt eben mal nachgesehen, was braucht der Soulman für weiterführende Informationen, um letztendlich daraus einen Testfall zu generieren. Das heißt, wir haben diese Prozesse, die für uns eine hohe Prio hatten, im Testing sehr, sehr stark mit Details angereichert, wobei man hier auch sagen muss, wir haben die Beschreibung teilweise ein bisschen zweckentfremdet und hier auch Zusatzinformationen reingenommen, welche aber letztendlich durch weitere Felder, wenn die Soulman- und Adonis-Integration vollzogen ist, dann ergänzt wird. Das heißt, wir können dann auch andere zusätzliche Felder pflegen, um dann nicht mehr das in die Beschreibung, die Beschreibung dafür herzunehmen. Also man sieht hier, der Prozess ist wirklich stark detailliert angereichert.
Für uns ist es aber sehr, sehr wichtig. Wir können daraus gehend einmal den Solman befüttern. Wir können aber auch unsere kompletten Schulungsdokumente für die neuen User des SAP-Programms einfach aus dem Adonis ableiten. Also wir haben da jetzt auch schon die verrücktesten Dinge angestellt und haben dort Schulungspapiere erzeugt, wo wir vorher mehrere Leute hingesetzt haben, die das im Prosatext runterschreiben. Und dann ist das sowieso nur 3 Tage gültig. Wir nutzen eigentlich immer einen Direktexport aus Adonis. Das heißt, immer wenn sich ein Modell verändert, habe ich dann auch sozusagen die neue Wahrheit auch in dem Schulungsdokument, wenn ich mir eben den Prozess als solches exportiere. Zurück zum Solman. Wir haben jetzt, wie gesagt, beispielhaft diese Prozesse detailliert angereichert. Das haben vor allen Dingen auch immer die Leute aus dem Fachbereich gemacht, die kennen sowieso am besten und haben damit dann den Solman befüttert. Und am Ende des Tages ist es jetzt hier mal das Ergebnis daraus. Das heißt, dieses Prozessmodell, was wir jetzt eben noch im Adonis hatten, überführen wir in den Solman. Der Solman baut es dann ganz klassisch nach seiner Struktur auf. Und ich sehe eben, okay, bei der manuellen Bestellabwicklung habe ich die und die Felder, die und die Dinge muss ich testen, die und die Applikation, die und die App, diese technische Info muss ich dafür verwenden und kann dann letztendlich den Mitarbeitern aus den Fachbereichen oder unseren Testern diese Strukturelemente an die Hand geben und sie können dann Stück für Stück sich durch diesen Testfall erarbeiten und dann am Ende des Tages eine Meldung geben, passt oder passt nicht. Das Schöne daran ist, wir müssen uns eben nicht mehr großen Kopf machen, was wollen wir überhaupt testen, sondern wir gehen einfach erstmal her und testen das, was wir schon im Adonis angelegt haben, nämlich unsere Prozesse und nutzen die eben nach, um letztendlich das Testmanagement ein Stück weit auch zu beschleunigen und auch eine Steigerung der Qualität in den einzelnen Testfällen zu gewährleisten. Das ist so unsere Absicht. Ich habe das jetzt einfach mal beispielhaft an dieser manuellen Bestellabwicklung gezeigt. Ich hoffe, man kann das prinzipiell verstehen, was wir da vorhaben und wie wir am Ende des Tages dann auch mit der Interaktion vom Adonis und Solman unsere SAP-Einführung supporten wollen. Vielleicht noch mal kurz zum SAP Solution Manager, weil ich den schon so oft erwähnt habe. Also der Solution Manager an sich, der kann natürlich auch weitaus mehr, aber wir haben jetzt ganz klar gesagt, wir beziehen uns jetzt erstmal nur auf die Funktionalitäten der Prozessstruktur, der Testplanerstellung und der Dokumentation und alles, was daraus resultiert, sind wir noch am Überlegen, wollen wir das überhaupt in einem Reporting, sprich Monitoring fließen lassen? Wollen wir das Defect Management mit anschließen oder nicht? Das sind noch so Überlegungen, die wir noch nicht ganz entschieden haben. Da passt es auch wieder zu der Aussage, die ich vorhin getroffen habe. Wir haben nach jeder Etappe eigentlich erstmal entschieden, wie wir weitermachen. Wir wollten erstmal einen Erfolg erleben, um dann letztendlich unsere Roadmap weiter zu planen. Und momentan liegt, wie gesagt, unser Hauptaugenmerk eben auf die Testfallgenerierung und letztendlich das Nachnutzen der bereits modellierten Prozesse aus dem Adonis zum SAP Solution Manager hin. Ja, warum haben wir uns eigentlich dafür entschieden? Das ist ja nicht glaube ich, nicht der leichteste Ansatz, das so zu tun. Also für uns war erstmal wichtig, dass wir ein gemeinsames Verständnis und diese Transparenz der neuen Prozesse im Zusammenspiel mit SAP eben in die Organisation tragen, weil wir eben der Meinung waren, wenn wir die Prozessmodelle nachnutzen, schaut sie sich auch jeder automatisch an. Dadurch haben wir einen indirekten Lerneffekt. Wir kriegen alle die neuen Abläufe indirekt mit und haben dadurch auch ein größeres Bild der Zusammenarbeit. Dann haben wir auch diese End-to-End-Ansätze drin und müssen uns nicht Prosa-Texte durchlesen, die letztendlich nur einen einzelnen Fall beschreiben, aber nicht das große Ganze im Blick haben. Uns war eben auch ganz, ganz wichtig bei dem ganzen Projekt, dass wir eine aktive Einbeziehung des Fachbereichs haben, dass sie auch sehr wohl verstehen, hey, diese Testfälle, die wir hier erzeugen, das sind reale Fälle aus euren modellierten Prozessen und nicht irgendwelche erdachten Testfälle, die in irgendwelchen Workshops entstanden sind. Ein Stück weit muss sich ja jeder auch damit identifizieren, hey, ich teste hier nicht irgendwas Absurdes, sondern ich teste hier etwas, was tatsächlich im Daily Business vorkommen kann. Und da haben wir auch gemerkt, dass diese Identifikation, wenn das aus einem Prozessmodell, welches der Fachbereich sowieso schon im Vorwege definiert oder modelliert hat, da ist die Akzeptanz einfach viel, viel größer. Und was natürlich für uns auch noch ein Benefit war, wir tun einfach bereits bestehende Prozessinformationen wiederverwenden. Das heißt, wir modellieren nicht nur zum Testzwecke, sondern wir nehmen einfach die bereits vorhandene Modellierung, um unser Testmanagement ein Stück weit zu professionalisieren und nicht wieder in eine neue Methodik, in eine neue Art der Visualisierung zu verfallen, sondern wir sind auch hier ein Stück weit konstant. Jeder kennt die Prozessmodelle, weiß, okay, wie die Sprache zu lesen ist und nutzen die einfach nur nach.
Jo, das war jetzt so ein kleiner Ausblick von meiner Seite aus, wie wir das ganze Thema momentan intern bei uns gestalten. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen näher bringen und konnte auch über die Erfolge, aber auch die Hürden und Herausforderungen berichten. Und falls im Anschluss noch Fragen dazu kämen, meine Kontaktdaten sind hier auf der Folie eingeblendet. Ansonsten möchte ich mich nochmal bei der BOC für die Zusammenarbeit bedanken und hoffe, dass auch die nächsten Steps, auch wenn sie noch nicht ganz so fix geplant sind, uns weiterhin so gut gelingen. Damit vielen So, herzlichen Dank an Herrn Schönemann und vielen Dank für die Erfahrungswerte, die Sie uns hier mitgegeben haben. Und ja, Ihre Kontaktdaten hatten Sie ja gerade in den Folien schon gezeigt. Sie sind natürlich auch nochmal für Rückfragen unterhalb des Videos zu finden. Das heißt, sprechen Sie gerne Ihren BOC-Berater an oder den Herrn Schönemann direkt. Wir helfen Ihnen gerne weiter und gerade, wie gesagt, schon gezeigt, rund um das Thema SAP Solution Manager und Ihre Prozessstrukturen sind wir gerne für Sie da. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.